Magischer Sehnsuchtsort. Dieser Ausdruck wird heutzutage nicht selten beinahe inflationär gebraucht. Doch heute dürfen wir ihn mit gutem Gewissen bemühen. Denn heute lassen wir uns von den Gaben und Wundern der Natur verzaubern. Von einer Landschaft, die wirkt, als sei sie direkt einem Bilderbuch entsprungen. Sonnenüberflutete, bunt schimmernde Felder breiten sich vor uns aus. Geheimnisvolle Wälder umfangen uns wie die mächtigen Säulen eines grünen Domes. Faszinierende Fernblicke öffnen den Blick in die Weite und malerische Flusstäler schmiegen sich sanft in die Landschaft. Ein Szenario, das alles bereithält, wonach sich Herz und Seele sehnen. Zum Loslassen, Durchatmen und Entspannen. Um all dies zu entdecken, beginnen wir unsere Wanderung in Dittmannsdorf an der altehrwürdigen Kirche. Zum einen finden wir hier mehrere Möglichkeiten zum Parken, zum anderen, was ich persönlich als äußerst angenehm empfinde, Bushaltestelle zur Nutzung des ÖPNV. Also alles bestens und wir marschieren nun einfach los. Schließlich lockt der Zauber der Natur bereits unübersehbar. Ich bin mir jedoch sicher, das wäre ein Fehler. Nehmen wir uns lieber einen Augenblick Zeit und widmen diesem außergewöhnlichen Bauwerk unsere Aufmerksamkeit. Denn diese Kirche zählt zu den ältesten sakralen Bauwerken der Region. Schon auf den ersten Blick übt sie mit ihrem schlanken Dachreiter und dem spitz aufragenden Helm eine ganz besondere Anziehungskraft aus. Weithin sichtbar erhebt sie sich über den Tal von Klein-Tirol, das wir später noch in seiner ganzen Schönheit erleben dürfen. Nach heutigem Forschungsstand reicht ihr ältester Kern vermutlich bis in die Zeit zwischen 1150 und 1250 zurück. Wahrscheinlich entstand sie zunächst als kleine Weg- oder Wehrkapelle am alten Böhmischen Steig, einer bedeutenden mittelalterlichen Handels- und Verkehrsroute, über die wir bereits mehrfach gesprochen haben, zwischen Sachsen und Böhmen. Allein dieser Gedanke verleiht diesem Ort eine besondere Aura. Über Jahrhunderte hinweg haben Reisende, Händler und Pilger hier Rast gemacht, gebetet und Schutz gesucht. Solltet ihr zudem das Glück haben, dass euch die Kirchentür geöffnet wird, erwartet euch ein Anblick, der beinahe den Atem raubt. Die Augen wissen kaum, wohin sie zuerst schweifen sollen. Welch eine Pracht! Wie klein fühlt man sich angesichts dieser beeindruckenden Schönheit und der kunstvollen Gestaltung. Und doch bleibt die Erkenntnis umso erstaunlicher. All dies wurde von Menschenhand erschaffen. Der eigentliche Schatz jedoch ist, zumindest für meinen Geschmack, der spätgotische Flügelaltar. Solche Flügelaltäre erfüllen seit jeher eine besondere Funktion. An hohen Festtagen werden ihre Flügel geöffnet und geben den Blick auf ihre prachtvollen Bildseiten frei. Während der Fastenzeit oder an gewöhnlichen Tagen bleiben sie geschlossen und zeigen andere Darstellungen. Hans Hesse, eigentlich bekannt als Schöpfer des berühmten Annaberger Bergaltars, erschuf dieses Kleinod im Jahr 1497. Angetan von so viel Kunst und Kultur treten wir schließlich wieder hinaus und öffnen nun unsere Augen für die Schönheit vor der Tür und natürlich für die knapp 12 Kilometer lange Wanderung, die vor uns liegt und sich als ein wahrhaft verborgenes Juwel rund um Dittmannsdorf entpuppen wird. Dazu begeben wir uns zurück zu einem der Parkplätze, in diesem Fall zu dem zwischen Kirche und Turnhalle. Dort stoßen wir zunächst auf die große Übersichtstafel der Wanderwege rund um Dittmannsdorf. Für heute haben wir unsere Wahl bereits getroffen und machen uns deshalb direkt auf den Weg zur großen Rundwanderung um Dittmannsdorf. Dazu schwenken wir in die schmale Schenkgasse ein. Und was entdecken wir am zweiten Haus auf der linken Seite? Ähnlich wie bei den wunderbaren Häusertafeln in Borstendorf, die wir bereits kennen,
hat man inzwischen auch hier höchst interessante und informative Hinweistafeln angebracht. Und staunend stellen wir fest, wir stehen vor dem ehemaligen Erbgericht. Anschließend geht es wieder einmal kräftig bergab, allerdings auf dieser kleinen, liebreizenden Gasse, die ein wunderbar altertümliches Flair ausstrahlt. Einfach herrlich. Für einen kurzen Moment fühlte ich mich beinahe wie in ein Märchen versetzt. An der neuen Straße angekommen, verlassen wir diese märchenhafte Dorfatmosphäre leider schon wieder. Doch das ist kein Grund, Trübsal zu blasen. Wir folgen nämlich dem gegenüberliegenden alten, geschichtsträchtigen böhmischen Steig. Ersten Naturgenuss pur bietet uns bereits der Anblick und die traumhafte Geräuschkulisse des links von uns gelegenen Tales, des Dittmannsdorfer Baches. So eingestimmt verzaubert uns bereits dieser schmale Pfad, in den sich unser historischer Handelsweg nach wenigen Metern verwandelt hat. Natürlich geht es aufwärts, wenn auch angenehm sanft. Aber wer würde sich über diese leichte Steigung ärgern, angesichts der kleinen, lieblichen Schätze am Wegesrand, mit denen uns Mütterchen Natur hier beschenkt. Seht ihr, beim Staunen und Bewundern sind wir bereits so hoch gelangt, dass die ersten Lichtstrahlen das dunkle, grüne Blätterdach durchbrechen, sich dieses nach und nach öffnet und den Blick über herrlich lichtüberflutete Felder freigibt. Ich empfinde das als wahrhaftigen Wandergenuss, als Balsam für die Seele. Noch einmal tauchen wir ein in diesen Dom aus grünem Licht. Welch ein Gefühl, hier zu gehen, in diesem Hohlweg, der niemand anders ist als der bereits mehrfach erwähnte geschichtsschwere böhmische Steig. Die Fantasie erhält obendrein reichlich Nahrung. Für wie viele alte Wagenräder mag wohl einst dieser Steinbrocken auf dem historischen Handelsweg zum Hindernis geworden sein? Wie viele Räder oder Achsen mögen daran zerbrochen sein? Könnte er doch erzählen. Doch zurück in die Gegenwart. Erneut treten wir hinaus aufs freie Feld und es ist faszinierend zu erkennen, Grün ist eben nicht einfach nur grün. Welch unzählige Schattierungen uns die Natur schenkt. Nicht minder reizvoll ist der Ausblick von Gornau bis hinunter nach Dittmannsdorf. Trotz all dieser überwältigenden Eindrücke sollten wir jedoch den Weg nicht aus den Augen verlieren. Denn ab der Bank gibt es 2 Abzweige nach links. Wir müssen den zweiten wählen. Wobei die Ausschilderung wie übrigens auf dem gesamten Weg ausgesprochen gelungen ist. Zudem könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Wie immer findet ihr diese unter dem Video in der Beschreibung. Bevor wir den böhmischen Steig verlassen, der noch immer alle 3 Rundwege von Dittmannsdorf sowie den Weg nach Witschdorf miteinander verbindet, möchte ich euch noch auf die gegenüberliegende Wiese aufmerksam machen. Eine von mehreren Margarittenwiesen oder fast schon Margarittenfeldern, von denen es rund um Dittmannsdorf einige gibt. Diese hier wäre über die Heidbergrunde erreichbar, doch dazu später mehr. Von wohltuenden Schatten werden wir noch einige Meter lang begleitet, ehe wir schließlich wieder hinaus aufs freie Feld treten. So wundervoll es auch ist, diesen im Übrigen keineswegs eintönigen Feldweg entlang zu wandern, die Vielfalt am Wegesrand zu betrachten oder den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, eins möchte ich euch für die heutige Tour dennoch dringend ans Herz legen. Denkt bei solchen Wegen an eine Kopfbedeckung. Fällt euch etwas Besonderes ins Auge? Ja, genau, dieser helle weiße Streifen dort hinten am Horizont. Wisst oder ahnt ihr bereits, was uns dort erwartet? Nein? Dann bleibt gespannt. Zunächst stoßen wir allerdings auf den unter Wanderern nicht immer sonderlich beliebten Asphalt. Genauer gesagt auf die Verbindungsstraße zwischen Dittmannsdorf und Witschdorf. Zu unserem Glück ist sie nur sehr mäßig befahren und bereits nach rund 200 Metern verlassen wir sie wieder. Rein theoretisch hätten wir hier auch die Möglichkeit, hinunter ins Schobautal abzubiegen.
Diese ebenfalls ausgesprochen liebliche und reizvolle Wanderung kennen wir allerdings bereits von einer früheren gemeinsamen Tour. Heute jedoch schwenken wir nach links auf den nächsten Feldweg ein. Weckt der Name Kammweg bei euch auch sofort Bilder, Erwartungen? Dann lassen wir uns überraschen, ob er seinem Namen gerecht wird. Eines fällt jedenfalls schon bei den ersten Schritten auf. Von einem langweiligen Feldweg kann auch hier keine Rede sein. Wieder erfreuen uns diese kleinen, teils beinahe zarten Blüten am Wegesrand. Heben wir jedoch den Blick von diesen fast verborgenen Naturschätzen, eröffnet sich uns eine erstaunliche Vielfalt unterschiedlichster Landschaftsbilder. Es ist wirklich faszinierend, wie abwechslungsreich selbst ein ganz normaler Feldweg sein kann, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns auf ihn einzulassen. Und wer grüßt uns denn dort hinter dem Höhenzug? Na, gibt es tatsächlich noch jemand, der sie nicht kennt? Unser Lust- und Jagdschloss, die Augustusburg. Sollte es jemand von euch dennoch hinunter ins Tal der Tschobau ziehen, so finden wir hier oben auf dem Kamm mehrfach die Möglichkeit, rechts abzubiegen. Beispielsweise hier in Richtung Fürstenweg. Welch ein Panorama! Von Altenhain und Klein-Olbersdorf bis hinüber zur Augustusburg. Atemberaubend und faszinierend zugleich. Eine Tour ohne großen Namen und doch mit einem Charme, der seinesgleichen sucht. Nicht zu übersehen sind dabei auch die vielen bunten Farbtupfer, mit denen uns die Natur erneut den Weg säumt. Kurz vor der Hahnkuppe solltet ihr die Bank zum Innehalten nutzen und euch noch einmal umdrehen. Es wird heute der letzte Blick auf Oberwaldkirchen sein, ein Ort, den wir ebenfalls bereits gemeinsam erwandert haben. Die Hahnkuppe im Rücken gelassen, wenden wir uns neuen Motiven zu und entdecken, neben der mittlerweile beinahe unvermeidlichen Augustusburg, zum ersten Mal tief unten im Tal Hennersdorf. Erneut verzaubert setzen wir unseren Weg fort durch dieses zu dieser Jahreszeit nahezu paradiesisch anmutende Stück Landschaft. Habt ihr es erkannt? Zu einer späteren Jahreszeit erwartet uns hier sogar ein kleines Tischlein deck dich mit köstlichen Naschereien frei Haus. Interessant wird die nächste Kreuzung. Ein Blick auf die Ausschilderung lohnt sich besonders für all jene unter euch, die es lieber etwas kürzer mögen. In diesem Fall solltet ihr den links abzweigenden kleinen Rundweg Dittmannsdorf wählen. Dieser bringt es auf lediglich 4,5 Kilometer. Wer jedoch die heutige Tour in ihrer ganzen Länge und Schönheit genießen möchte, folgt, wie ich, weiterhin dem Kammweg. Durch Wald oder über offene Wiesen, ein Motiv erscheint reizvoller als das andere. Fremdgehen ist ja sonst eher eine fragwürdige Angelegenheit. Heute sollten wir es allerdings tatsächlich einmal wagen, wenn auch nur für kurze Zeit. Wir biegen nämlich links in Richtung der bereits seit einer Weile ausgeschilderten Schutzhütte bzw. des Blockhauses ab. Der kleine Abstecher umfasst hin und zurück lediglich 200 Meter. Probleme sehen definitiv anders aus. Und schließlich, der Wald öffnet sich. Vor uns breitet sich eine Farbenpracht aus, die fast unwirklich erscheint. Was sagt ihr dazu? Ich war bereits mehrfach hier und dennoch verschlägt es mir jedes einzelne Mal aufs Neue die Sprache. Welch überschäumende Fülle an Farben uns hier entgegenstrahlt. Die Schutzhütte steht wahrlich nicht ohne Grund an genau diesem Ort. Zum Sitzen, Staunen, Bewundern, Freuen und um dieses großartige Geschenk der Natur in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen. Mir fiel es ausgesprochen schwer, mich von dieser Pracht wieder loszureißen.
Doch irgendwann meldete sich die Neugier zurück auf all das, was vielleicht noch vor uns liegen mag. Also leb wohl, du verborgenes, liebliches Paradies. Zurück zum Kammweg in Richtung Hennersdorf und Konnersdorf. Zur kleinen Erholung unserer inzwischen reichlich verwöhnten Sinne nimmt uns zunächst wieder der Wald in Empfang. Ein anderes Landschaftsbild und doch voller eigener, stimmungsvoller Eindrücke. Wie oft haben wir schon über abgeholzte Wälder geschimpft. Hier dürfen wir ausnahmsweise einmal die positiven Seiten erleben. Zu unserer Rechten öffnet sich ein sonst verborgenes Sichtfenster. Und selbstverständlich, ohne die Augustusburg geht hier offenbar nirgendwo etwas. Sie kann sich allerdings auch wirklich sehen lassen. Wenden wir den Blick erneut, liegt unter uns das malerische Hennersdorf und dahinter das faszinierende Tschobautal. Wie richtiger Urlaub. Tja, der Kammweg, der uns so verwöhnt und verzaubert hat, nähert sich nun langsam seinem Ende. Wir treten aus dem Wald, werden links jedoch sofort mit einer ganz neuen Aussicht belohnt. Weiter hinten zeigt sich Erdmannsdorf und unten im Tal duckt sich Kunnersdorf förmlich hinein in die Landschaft. Wenige Schritte weiter, da ist es wieder, dieses ominöse, breite weiße Band. Kommt euch langsam eine Ahnung? Nein? Dann gehen wir zügig weiter. Die Auflösung liegt zwar noch ein gutes Stück entfernt, aber immerhin kommen wir ihr mit jedem Schritt näher. Doch zunächst liegt auf unserem Präsentierteller der Anblick von Hennersdorf und dem gegenüberliegenden, nicht minder reizvollen und uns ebenfalls bekannten Kunnerstein. Nun ja, ihr seht es bereits, die nächste Straße, die Verbindungsstraße zwischen Hennersdorf und Kunnersdorf. Aber keine Sorge, Autos verirren sich hier glücklicherweise nur selten her. Somit können wir die reizvolle Lage weiterhin ganz entspannt genießen. Und siehe da, schon stehen wir am Ortseingang. Also nichts wie hinein in diesen verträumten, gemütlichen Ortsteil von Augustusburg. Und siehe, Margariten sind nicht nur in Dittmannsdorf beliebt. Auch hier haben sie ihren Platz gefunden. Es sind aber auch wahrlich kleine Majestäten und das ganz ohne sich in den Vordergrund drängen zu müssen. An der Brücke über den Dittmannsdorfer Bach angekommen, hätten wir zwar theoretisch die Möglichkeit zu rasten oder auch hinüber ins Tal der Tschobau abzuschwenken, doch trotz aller Verlockung bleiben wir unserem großen Rundweg treu, der zumindest für ein gutes Stück nun deckungsgleich mit dem großen Rundweg Erdmannsdorf verläuft. Auch oder vielleicht gerade, weil Kunnersdorf so verträumt wirkt, gibt es hier noch einige schöne Anwesen zu entdecken. Bei diesem Gebäude soll es sich wohl um eine frühere Mühle gehandelt haben, in die später ein Gasthof eingezogen ist. Ganz genau konnte ich es leider nicht herausfinden. Weiß jemand von euch mehr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Auf ein weiteres interessantes und geschichtsträchtiges Gebäude stoßen wir an der nächsten Kreuzung. Ein weiter, einst gut besuchter Gasthof, dem leider, wie so vielen anderen, die Wende das Genick gebrochen hat. Schade. Als Kind war ich hier noch gemeinsam mit meinem Vater zur Karnickel-Ausstellung. Welch Erinnerung. Wie lange das schon her ist. Nun ja, lamentieren hilft nichts. Wenden wir uns nach links, denn für knapp 300 Meter müssen wir der Dittmannsdorfer Straße, der B180, folgen. Schöne Anwesen wie beispielsweise dieses ausgesprochen sehenswerte und wunderbar sanierte Grundstück
trösten uns jedoch ein wenig über diesen Abschnitt hinweg. Geschafft! Wir sind erlöst und verlassen die B180 wieder nach rechts. Selbstverständlich behalten wir unsere Richtung auch hier auf der alten LBG-Straße bei, wobei allein die Ausschilderung zum Sternenmühlental bereits Lust auf eine weitere Tour macht. Über den Adelsbergturm waren wir im letzten Jahr schließlich ebenfalls schon dort unterwegs. Lassen wir die alten Anlagen zu unserer Rechten unbeachtet und erfreuen uns stattdessen an den Kühen zur Linken, dem vor uns liegenden Weg und dem lieblichen Kunnersdorf zu unserer rechten Seite. Zugegeben, auf dieser Seite der Wanderung geht es nun langsam, aber sicher bergauf. Doch Zeit haben wir, schließlich treibt uns niemand. Also bleiben wir einfach immer wieder stehen und schauen uns um. Mit beinahe jedem einzelnen Schritt eröffnen sich neue Perspektiven und noch schönere Bilder. Deshalb genug geschnoddert, genießt diesen Abschnitt einfach und lasst eurer Seele und euren Gefühlen freien Lauf. Doch dann kommen wir, wie bereits angekündigt, diesem ominösen langen weißen Streifen immer näher. Habt ihr inzwischen ebenfalls eine Vorahnung oder noch nicht? Gehen wir weiter. Zum Schauen und Staunen gibt es ohnehin in alle Richtungen genügend. Diese Landschaft geizt wahrlich nicht mit atemberaubenden Kulissen. Nach reichlich 3 Kilometern und über offenes Feld und dieser Charmoffensive von mütterchen Natur mit all ihren eindrucksvollen Panoramen kam zumindest mir dieser erste kurze Waldabschnitt mehr als gelegen, um gewissermaßen einmal tief durchzuatmen. Hier trennen sich dann auch die beiden großen Rundwege Erdmannsdorf und Dittmannsdorf. Ersteren heben wir uns für später auf, dem letzten folgen wir selbstverständlich weiter. Und kaum haben wir den Wald hinter uns gelassen, werden wir erneut von offenen Feldern und ihren farbenfrohen, beinahe märchenhaften Landschaftsbildern empfangen. Dann haben wir es geschafft. Wir haben die Lösung des lange gesuchten Rätsels gefunden. Sicher habt ihr es bereits geahnt. Ja, auch dieser weiße Streifen entpuppt sich als ein gigantisches Feld voller Margeriten, durchzogen von zahlreichen anderen herrlichen Feldblumen. Einfach spektakulär. Habt ihr euch vielleicht nur schweren Herzens von diesem Naturschauspiel losgerissen? Immerhin begleitet uns unsere Krone des Erzgebirges noch ein ganzes Stück durch diese weithin offene und idyllische Landschaft. So prächtig die Bilder im Nahen auch sind, vergesst den Blick in die Ferne nicht. Fast auf der Höhe dieser LBG-Straße angekommen, eröffnet sich uns ein beeindruckender Ausblick auf die Größen unseres Erzgebirges, den Fichtelberg und seine Nachbarn. Wie unschwer zu erkennen ist, gäbe es ein weiteres Mal die Möglichkeit, hinunter in Richtung Sternenmühlental abzuzweigen. Doch lassen wir diesen Weg rechts liegen. Blicken wir stattdessen weiter, entdecken wir bald auf der rechten Seite Altenhain und Klein-Olbersdorf.
den noch angenehm dörflich geprägten und eingemeindeten Stadtrand von Chemnitz. Wie alles im Leben hat auch unsere LBG-Straße irgendwann ihr Ende. Wir stoßen auf die Altenhainer Straße, der wir folgen müssen, und befinden uns gleichzeitig wieder auf dem alten böhmischen Steig. Doch nicht ohne zuvor die Wanderhütte und diese schöne Holzschnitzerei zu bestaunen, die uns verrät, dass wir hier an Meps Ruh angekommen sind. Der letzte und zumindest was den Straßenbelag betrifft, am wenigsten angenehme Abschnitt dieser Tour, der Superlative, wartet nun auf uns. All jene unter euch, die mit elfengleichen Füßchen gesegnet wurden und mit Asphalt auf Kriegsfuß stehen, können sich hoffentlich von den auch hier reichlich vorhandenen schönen Eindrücken trösten lassen. Zumal die Bäume angenehm Schatten spenden und Autos hier glücklicherweise nur selten unterwegs sind. Soll ich euch etwas verraten? Vor lauter Faszination an all den beinahe filmreifen Natureindrücken, welcher Abschnitt nun eigentlich die schönsten Ausblicke bietet, habe ich etwas vergessen: das Essen. An der Bugenblickbank, eingerahmt von den hier so zahlreich vertretenen Margeriten, habe ich das mit diesem erneut himmlischen Panorama nachgeholt und in aller Ruhe genossen. Mit vollem Bauch machen wir uns an den letzten kurzen Abschnitt. Und zumindest mir ging es so, dass ich meinen Blick noch einmal beinahe wehmütig schweifen ließ. Denn Dittmannsdorf liegt bereits vor uns. Rechts und links begrüßen uns mehr oder weniger intakte Gebäude der heutigen und früheren Tierproduktion. Was für ein schreckliches Wort. Aber immerhin ein wenig Holzkunst und weitere Farbtupfer am Wegesrand warten ebenfalls noch auf uns. Bis wir schließlich tatsächlich die vorhin angekündigte und so markante Kirchturmspitze erblicken. Noch einige Meter den Berg hinunter, vorbei am Wanderschild zur Ortsmitte, an weiteren Parkmöglichkeiten an der Kita vorbei, und schon stehen wir wieder an unserem Ausgangs- und Zielpunkt, der prächtigen Kirche Dittmannsdorf. Was? Ihr habt noch immer nicht genug vom Wandern rund um Dittmannsdorf? Dann hängt doch einfach noch die Heidbergrunde mit an. Das entsprechende Video verlinke ich euch hier oben. Und auch dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und viele schöne Eindrücke.